ganz herzliches Hallo. Mein Name ist Tina Köhler. Ich bin Mitgründerin der Agentur 360 Scotland mit Sitz in Glasgow und ich zeige euch heute, warum Schottland eine der Meistdestinationen schlechthin ist. Was euch in dem Video erwartet: ganz kurze Vorstellung zu mir, zu meiner Person und zu 360 Scotland und dann natürlich, warum Schottland die Meistdestination schlechthin ist. Und zum guter Letzt dann noch ein ganz kurzer Einblick in das, was wir bei 360 Scotland machen und was uns von anderen unterscheidet. Kurz zu mir. Wie schon gesagt, mein Name ist Tina Köhler. Ich habe meine Eventkarriere gestartet mit einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau, habe anschließend meinen Veranstaltungsfachwirt gemacht und dann auch noch meinen Betriebswirt obendrauf gesetzt und habe die vergangenen Jahre in verschiedenen Eventagenturen gearbeitet, aber auch in Locations, in DMCs und in anderen Unternehmen und habe in dem Zusammenhang auch Events in Schottland ausrichten dürfen, wo ich meine Liebe für das Land entdeckt habe und was letztendlich auch der Grund dafür war, warum ich gemeinsam mit meinem Partner, der aus Schottland kommt, eine Agentur eröffnet habe, 360 Scotland. So, warum ist Schottland die Destination schlechthin? Zuallererst, Schottland ist in meinen Augen ein einzigartiges Land. Es ist noch recht unberührt und man war auch noch nicht, oder es war noch nicht jeder dort in dem Land. Es ist für viele noch etwas Neues, etwas Abenteuerliches und es ist definitiv auch eine Ganzjahresdestination, was sehr positiv ist, denn jede Jahreszeit hat für sich was anderes zu bieten und in jeder Jahreszeit kann man was anderes machen, kann man das Programm entsprechend anders gestalten. Und wenn man an Schottland denkt, das Land ist so reich an Kultur und Kulturerbe und an Tradition und all das kann man in die Programme auch mit einfließen lassen. Und im Kontrastprogramm zu der ganzen Kultur und Geschichte gibt es diese sehr modernen Städte, also wie zum Beispiel Glasgow oder Dundee. Und auch das ist eine super schöne Kombination an Programmelementen. Wofür ist Schottland noch bekannt? Für die unzähligen Burgen, Schlösser, Burgruinen, die man besichtigen kann, die man teilweise mieten kann für exklusive Abendveranstaltungen. Zum anderen, ganz allgemein gesprochen, die Landschaft. Ich glaube, spätestens nach James Bond, Skyfall hat jeder schon mal was von Schottland und der Natur gehört. Und das ist, glaube ich, eines der Punkte schlechthin, warum man sagt, Schottland sollte auf jeder Liste stehen für die nächste Firmenveranstaltung. Dann Golf. Natürlich, Schottland ist das Geburtsland des Golfs und ich glaube weltweit bekannt für die erstklassigen Golfplätze, die das ganze Land zu bieten hat. Und natürlich neben Golf und der Geschichte und der Tradition Whisky, unser Nationalgetränk. Es gibt über 120 aktive Whisky-Destillerien im kompletten Land. Die meisten davon kann man besuchen, man kann private Touren machen und man kann natürlich auch Tastings machen, beziehungsweise auch teilweise seine eigenen Whiskys blenden, verfeinern und dann auch mit nach Hause nehmen, wenn man das möchte. Im Eventbereich natürlich auch noch sehr interessant. Schottland hat sehr viele wunderschöne Hotels und Castles, Boutique-Hotels, die man mieten kann. Und das alles aber zu relativ günstigen Konditionen. Und Schottland wurde für sehr viele Filme genutzt und ist eine super Kulisse oder diente als Inspiration für ganz viele Filme. Zum Beispiel, also gut, Harry Potter kennt jeder, Braveheart, wie vorhin schon gesagt, Skyfall, James Bond. Und all das sind Elemente, die man in jedes Programm mit einbinden kann und die man aufgreifen kann. Die das Land einfach so einzigartig machen. Zur Erreichbarkeit: von Deutschland aus, Österreich, Schweiz gibt es Direktflüge von allen großen Flughäfen.
Frankfurt, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Wien, Zürich. Und gerade für, ich sag mal, für Ostdeutschland kann man auch sagen, dass Prag eine Alternative ist und von Prag aus zu fliegen. In Schottland selber die größten Flughäfen sind Edinburgh und Glasgow. Beide sind sehr gut gelegen, heißt man ist, also gerade von Glasgow aus, man ist in 10, 20 Minuten je nach Verkehr im Zentrum. Edinburgh Airport, halbe Stunde, 45 Minuten, auch da kommt es ein bisschen auf den Verkehr drauf an. Flugzeit beträgt ungefähr 2 Stunden, 1,5 bis 2 Stunden. Da kommt es auf das Wetter drauf an. Das Gute allerdings ist, dass wenn man nach Schottland fliegt, gibt es eine Stunde Zeitverschiebung und die Stunde geht zurück. Heißt, man gewinnt im Endeffekt eine Stunde, was für gerade ein Incentive-Programm sehr attraktiv ist. Um in Schottland einreisen zu können, braucht es kein Visum. Und solange Schottland auch immer noch in der EU ist und der Brexit noch nicht durch ist, wird sich daran auch definitiv nichts ändern. Thema Sicherheit. Schottland ist ein sicheres Land. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also man kann hier normal durch die Städte gehen, gerade auch als Frau, ohne dass man da Angst haben muss. Und zum Thema Budget oder Kostenfaktor. Ja, Schottland ist nicht unbedingt das günstigste Land. Ich glaube generell Großbritannien ist nicht unbedingt das günstigste Land, vor allem was die Unterkünfte angeht. Aber der Wechselkurs ist aktuell sehr gut und der ist seit einigen Jahren im Vergleich zum Euro oder auch zum Dollar sehr stark nach unten gegangen, was es wiederum erschwinglicher macht, um nach Schottland zu reisen. Aber auch da ein paar Budgetoptionen. Die besten Reisemonate und die günstigsten Reisemonate sind November bis März. Gerade Mai und September sind die beiden Hauptreisemonate im Eventbereich, im Tourismusbereich ist im Endeffekt alles zwischen Mai und September sehr voll, vor allem der August mit dem Military Tattoo Festival. Und natürlich, wenn man unterhalb der Woche reist, ist das günstiger, als wenn man am Wochenende reist. Zum Beispiel da Anreise am Sonntag ist definitiv eine Überlegung wert, um ein bisschen Geld zu sparen. Und dann natürlich auch, wenn man die Städte meidet, kommt man günstiger weg. Also Edinburgh ist definitiv die teuerste Stadt in ganz Schottland. Glasgow ist da schon günstiger, obwohl es nur eine Stunde weg ist. Und wenn man dann aber sagt, man geht in Richtung Perthshire oder man geht Richtung Ayrshire, auch da sind die Hotels, was oftmals der größte Kostenfaktor ist, sehr viel günstiger. Und dann was Positives, wenn man doch in den Städten ist, gerade Edinburgh oder Glasgow, man kann vor Ort alles fußläufig erreichen. Heißt, man spart da wiederum Kosten für Transfers. Thema Hotels. Man hat eine sehr breite Auswahl von 3 bis 5 Sternen, ist alles dabei. Man hat moderne Hotels, man hat rustikale Hotels, man hat diese typischen, ich sag mal, schottischen Hotels mit dunklem Holz, mit Tatenmuster, mit Rentiergeweih an den Wänden, wenn man das mag. Und zudem hat man, wie auch eher schon gesagt, diese wunderschönen Castles und Schlösser, die man exklusiv mieten kann. Gerade für kleine Gruppen ist das definitiv eine Option. Und wenn es in die komplett andere Richtung gehen soll, es gibt hier sehr schöne Glamping-Venues beziehungsweise auch Camping-Areale, wo wir für euch ein komplett eigenes Campingdorf aufbauen, wenn das gewünscht sein sollte. Ja, Thema Aktivitäten in Schottland, beziehungsweise was macht das Land überhaupt so attraktiv? Wie vorhin schon gesagt, es ist ein einzigartiges Land und es ist so authentisch und damit kann man auch Programme nicht unbedingt austauschen. Also man kann, gerade wenn man nach Südeuropa reist, man hat diese, ich sag mal, typischen Aktivitäten wie eine Katamaran-Tour, einen Sundowner-Cocktail auf einer Rooftop-Bar, Rooftop-Terrace, Entschuldigung, oder irgendwelche importierten VW-Käfer, mit denen man dann eine Inseltour macht oder sowas.
das gibt es in Schottland so nicht und das braucht es auch gar nicht. Wir versuchen jedes Programm zum einen auf das Land zu beziehen und wirklich so authentisch wie möglich zu gestalten und zum anderen aber auch auf das Unternehmen, was nach Schottland kommen möchte. Also wir versuchen immer einen Bezug herzustellen zum Land. Und da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein, weil ich dazu dann die nächsten Videos machen werde. Also zum Beispiel Aktivitäten in Bezug auf Schottland. Essen und Trinken, vorhin schon gesagt, Whisky, Gin, Bier, Haggis, Natur oder generell Outdoor-Aktivitäten, also zum Beispiel ein Überlebenstraining oder Nahrungssuche in Wäldern oder die Arbeit mit Tieren in Schottland und wie das seit Jahrzehnten, Jahrtausenden so gelebt wird. Dann natürlich, auch vor uns schon kurz angeschnitten, Kultur und Tradition, also zum Beispiel Kilt-Workshops oder die traditionellen Highland Games, die in den Sommermonaten überall stattfinden. Komplettes Gegenteil, Thema Abschalten oder Erholung, also was kann man da machen? Wie gesagt, die schottische Natur, traumhaft schön. Man kann die wunderbar nutzen, um wirklich raus aus der Stadt, raus aus dem Alltag, rein in die Natur und da komplett abschalten. Auch da in dem Zusammenhang zurück zum Ursprung. Was kann man machen? Survival-Trainings zum Beispiel oder wie vorhin auch gesagt, kurz campen, mal raus aus der Komfortzone. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel Thema Action oder Adrenalin. Also man könnte eine wunderschöne Offroad-Tour machen mit zum Beispiel einem Land Rover. Ja, warum ein Land Rover? Land Rover ist eine britische Marke. Oder man kann Speedboot-Touren machen. Also das sind dann vielleicht auch eher Aktionen oder Aktivitäten für Männer. Dann Thema Mythen und Legenden. Also ich glaube, jeder von euch hat schon mal was von Nessie gehört oder William Wallace spätestens nach Braveheart oder Robert the Bruce, Harry Potter, Outlander. All das sind Filme und Serien, die man aufgreifen kann, wo man Programme drum stricken kann. Dann ein Programm nur für Frauen, Ladies Only. Was kann man machen? Man kann eine wunderschöne Gin Masterclass machen, zum Beispiel Hendrix Gin, was viele nicht wissen, wird in Schottland destilliert. Oder man kann einen Fascinator-Workshop machen, diese Federhüte, die die Frauen traditionell bei entsprechenden Anlässen tragen. Ja, wenn es Programme für Frauen gibt, dann gibt es natürlich auch Programme nur für Männer. Zum Beispiel Thema Kilt, ein Kilt-Workshop. Wie trägt man den Kilt? Der Ursprung von dem Kilt. Oder das Thema Whisky und Zigarren zum Beispiel oder dann eher in Richtung Jagd oder Tontaubenschießen. Also wie gesagt, für Schottland oder es gibt für jeden Kunden und für jedes Unternehmen, was nach Schottland kommen möchte, die Aktivität, die zum Unternehmen passt, die zum Interessen passt und das macht das Land einfach so authentisch. Ja, dann auch noch ein Punkt, der, glaube ich, heutzutage immer wichtiger wird, das Thema nachhaltige Events, nachhaltige Incentive-Reisen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, wie nachhaltig kann ein Event sein, wenn man in das Land fliegen muss? Da kann ich nichts dagegen sagen, das ist tatsächlich ein Argument. Allerdings geht es ja bei Nachhaltigkeit auch um das ganze Thema, also nicht nur um das Thema Umwelt, sondern auch um das Thema Ökonomie und der soziale Aspekt. Und da, wenn man einmal in dem Land ist, wir arbeiten ausschließlich mit lokalen Partnern zusammen, Thema Regionalität, also wo beziehen unsere Partner, die Restaurants, die Hotels, mit denen wir arbeiten, wo beziehen die ihre Produkte her? Sind das regionale Produkte, sind es saisonale Produkte? Oder zum anderen auch bei dem Transferthema, wie vorhin auch schon kurz angesprochen. Wenn man einmal in dem Land ist, kann man die Transfers so gering wie möglich halten und damit auch in Richtung Nachhaltigkeit denken. Und dann kann man auch im
Land selbst die Aktivitäten, die man ausübt, als Gruppe nachhaltig gestalten, beziehungsweise man kann Aktivitäten kombinieren, die auch der Umwelt etwas Gutes tun oder der Gemeinschaft etwas Gutes tun. Also zum Beispiel eine beliebte Aktivität ist das Thema Bäume pflanzen im Wald. Aber auch, wie kann man Unternehmen unterstützen, wie kann man Charities in Schottland unterstützen und wo gibt es vielleicht auch Aufhänger zwischen dem Nachhaltigkeitsaspekt hier im Land und dem Unternehmen in zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz, was nach Schottland kommen möchte. Und dann zu guter Letzt, ich glaube, der Deutsche generell ist dafür bekannt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn ihr euch entscheidet, nach Schottland zu kommen bzw. kommen wollt und euch aber nicht sicher seid, wir bieten in regelmäßigen Abständen Femtrips an und natürlich für alle Interessenten immer Vorreisen, Site Inspections, da ist jemand von uns mit dabei. Wir zeigen euch die verschiedenen Venues, wir zeigen euch die Hotels. Wir holen euch im Endeffekt am Flughafen ab und gehen mit euch das komplette Programm, wie es dann auch für eure Kunden bzw. für eure Gäste geplant wäre, durch, damit ihr euch selber von dem Land, von den Leuten und von den Aktivitäten und den Venues überzeugen könnt. Ja, zu guter Letzt, warum 360 Scotland als lokaler Partner? Wie man unschwer erkennen kann, ich bin Deutsche und damit schwingt da auch eine gewisse deutsche Mentalität mit und auch ein gewisser Qualitätsanspruch, dem wir natürlich gerecht werden wollen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wir sind recht neu. Das heißt, wir sind offen für Neues. Wir versuchen Schottland so authentisch wie möglich zu vermarkten, den Kunden anzubieten und eben nicht einfach nur Schublade auf, Programm raus, bitteschön, sondern wir wollen immer mit dem Kunden, mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und versuchen, einen roten Faden herzustellen, einen Bezug herzustellen. Und das ist uns wahnsinnig wichtig. Also das ist eben nicht dieses, ja, wir basteln jetzt irgendwas zusammen, sondern deswegen, wenn wir fragen, also jeder, der uns eine Anfrage schickt, wird feststellen, wir kommen erstmal mit ganz vielen Fragen meistens zurück. Das hat nichts mit Ausspionieren oder wenn wir fragen, wer ist der Kunde, wer ist der Endkunde, das hat nichts damit zu tun, dass wir jemanden die Kunden klauen wollen, sondern es geht einfach darum, dass wir uns informieren wollen zum Unternehmen, zu dem Kunden, was ist dem Kunden wichtig, um dann darauf aufbauen, die Programme zusammenstellen zu können. So einfach. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in Schottland als Destination geben können und ich hoffe, das Video hat Lust auf Schottland gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist hello@360-scotland.com oder schickt uns eine Nachricht, hinterlasst den Kommentar. Ihr könnt uns erreichen über jegliche Social-Media-Kanäle, zum Beispiel LinkedIn, Xing, Instagram, YouTube, Facebook. Einfach kurz einen Kommentar hinterlassen. Wir kommen dann so schnell wie möglich auf euch zurück. Und im Allgemeinen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr dürft es gerne teilen, ihr dürft es liken, ihr dürft es noch 5-mal angucken, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, zu den einzelnen Aktivitäten kommen die nächsten Wochen noch separate Videos, um dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen zu können. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald.